Was ist passiert? Wie viel Uhr ist es? Es ist 9:23 Uhr? Das kann doch nicht sein. Ich wollte doch nur einen kurzen Mittagsschlaf machen. Ich wollte doch nur einen kurzen Mittagsschlaf machen. Habe ich wirklich den ganzen Tag gestern verschlafen? Ich wollte mich doch eigentlich mit Maria treffen. Sie ist bestimmt wütend auf mich. Sie ist bestimmt wütend auf mich. Hallo Maria, es tut mir leid, ich bin gestern aus Versehen eingeschlafen. Ich wollte mich nur kurz ausruhen und dann bin ich plötzlich. Beruhige dich, Christian. Also bist du nicht sauer? Nein, natürlich nicht. Puh, zum Glück ist sie nicht wütend auf mich. Puh, zum Glück ist sie nicht wütend auf mich. Ich weiß doch, dass du noch etwas krank bist. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert. Wir haben über dich geredet und ich sagte, bestimmt ist er eingeschlafen. Ups. Mach dir kein schlechtes Gewissen. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Danke, Maria. Wir könnten uns ja heute treffen. Ich habe heute nichts vor. Ja, können wir gerne machen. Perfekt. Dann lass uns einfach gegen 10 Uhr im Park treffen. Perfekt. Dann lass uns einfach gegen 10 Uhr im Park treffen. Wird gemacht. Bis dann, Christian. Bis später. Ich freue mich jetzt schon auf das Treffen. Jetzt bin ich aber auch wirklich erleichtert. Ich dachte, dass sie bestimmt wütend auf mich ist. Ich dachte, dass sie bestimmt wütend auf mich ist. Zum Glück nicht. Ich ziehe mich um und dann gehe ich runter zu meinem Vater. Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Christian. Wo bist du gestern geblieben? Du wolltest doch essen und uns erzählen, wie es im Krankenhaus war. Du wolltest doch essen und uns erzählen, wie es im Krankenhaus war. Oh Mist, ich wollte doch noch mit Papa reden. Entschuldigung, Papa, ich bin leider gestern eingeschlafen. Ach so, kein Problem, Christian. Ich habe mich nur gewundert, warum du nicht nochmal gekommen bist. Ich habe mich nur gewundert, warum du nicht nochmal gekommen bist. Willst du jetzt mit mir essen? Ich würde wirklich gerne, Papa, aber ich kann nicht. Was hast du vor? Ich treffe mich gleich mit Maria im Park. So, sag das doch gleich. Dann möchte ich dich natürlich nicht aufhalten. Wir können uns ja später zusammen hinsetzen. Sobald ich zurück bin, habe ich nichts vor. Das klingt doch gut. Dann geh mal los und lass Maria nicht warten. Dann geh mal los und lass Maria nicht warten und sag ihr liebe Grüße von mir. Mache ich, Papa. Bis später. Oh Mann, mir ist so langweilig und ich denke schon wieder nur an Maria. Ich muss mich irgendwie ablenken. Das geht so nicht weiter. Was soll ich machen? Ich gehe einfach mal an die frische Luft. Ich gehe einfach mal an die frische Luft. Mindestens ist das Wetter schön heute. Ich bin aber trotzdem noch traurig.
aber auch genervt und verwirrt gleichzeitig. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Jedes Mal, wenn ich die zwei sehe, kann ich es fast nicht ertragen. Jedes Mal, wenn ich die zwei sehe, kann ich es fast nicht ertragen. Aber wenn ich sie eine Weile nicht gesehen habe, vergesse ich es allmählich. Und dann ist es plötzlich nicht mehr so schlimm. Manchmal glaube ich, dass das mein Schicksal ist. Sie laufen mir immer über den Weg. Hm. Warum kann das alles nicht leichter sein? Warum kann ich es nicht einfach akzeptieren? Warum kann ich es nicht einfach akzeptieren? Ich muss einfach. Paul! Hallo Paul, was machst du denn hier? Das gibt es doch nicht. Hey Leute, ich genieße das schöne Wetter heute. Was macht ihr hier? Wir sind einfach spazieren. Ich wollte an die frische Luft. Ah, okay, das ist gut. Was hast du in letzter Zeit so gemacht, Christian? Was hast du in letzter Zeit so gemacht, Christian? Ich war im Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung. Oh je, geht es dir wieder besser? Mir geht es okay. Und dir, Paul? Du wirkst etwas anders. Nein, Christian soll nichts merken. Nein, Christian soll nichts merken. Nein, was redest du? Mir geht es bestens. Ich genieße einfach nur meinen Tag hier. Okay, gut, Paul. Wenn du etwas hast, kannst du gerne mit mir reden. Okay, gut, Paul. Wenn du etwas hast, kannst du gerne mit mir reden. Danke, Christian. Also, wir gehen dann mal weiter, Paul. Dir einen schönen Tag noch. Danke, euch auch. Ich wollte mich einfach nur hier ausruhen. Aber nicht einmal das darf ich, ohne von Maria und Christian gestört zu werden. Aber nicht einmal das darf ich, ohne von Maria und Christian gestört zu werden. Okay, dann ist es jetzt entschieden. Ohne Maria kann ich einfach nicht. Eine Stunde später. Das war wirklich schön heute. Danke, Christian. Gerne, Maria. Es war schön, dich endlich wiederzusehen. Ich muss dich noch etwas fragen, bevor du gehst. Ich muss dich noch etwas fragen, bevor du gehst. Was ist los? Glaubst du Paul das? Was meinst du? Findest du nicht, dass er irgendwie komisch geschaut hat? Ich weiß nicht, was du meinst, Maria. Ach, vergiss es einfach. Okay. Also, ich gehe dann mal, Maria. Ich schreib dir heute Abend nochmal. Also, ich gehe dann mal, Maria. Ich schreib dir heute Abend nochmal. Alles klar, bis dann. 15 Minuten später. Hallo, ich bin wieder da. Ich bin in der Küche, Christian. Und? Wie war es? Und? Wie war es? Was habt ihr gemacht? Es war gut, das Wetter war sehr schön. Wir sind einfach im Park gelaufen und haben geredet. Ich habe Paul seit langem mal wieder gesehen. Ich habe Paul seit langem mal wieder gesehen. Seid ihr wieder befreundet? Ja, er hat sich verändert.